Das sind schöne 1 mm Aluminiumbleche und die wollen wir heute miteinander verschweißen. Und das Ganze wollen wir mit einem Parkside Multischweißgerät machen. Das ist das PMSG 200A2 und das hat auch die Möglichkeit, Aluminium zu schweißen. Und das wollen wir heute mal machen, im Besonderen mit Dünnblechen. Das hat mich ein Zuschauer gefragt, weil der hat das immer wieder versucht und das Einzige, was er hingekriegt hat, ist so ein riesen Drahtknäuel. Das heißt, das Gerät ist nicht ideal dafür, dass man damit richtig gut Aluminium schweißen kann. Es sind so ein paar Sachen, die müssen wir optimieren. Und das wollen wir machen, das geht wirklich ganz einfach. Das kann man mit ein paar Handgriffen optimieren. Und dann wollen wir mal gucken, wie gut man mit dem Gerät Aluminium schweißen kann. Ich kann euch gleich versprechen, von wegen, das sind ganz einfache Mic-Mac-Schweißgeräte und egal von welchem Hersteller die kommen, damit kann man wirklich nie richtig gut Aluminium schweißen. Aber wir wollen es zumindest so hinkriegen, damit wir damit funktionale Nähte schweißen können. Das heißt Nähte, die nicht aussehen, als wenn sie eine Wick-Optik haben, aber die man wirklich für normale Gebrauchsgegenstände verwenden kann, vielleicht wo man nicht so genau hinguckt. Zumindest halten die Nähte, haben eine gute Qualität und das kriegt man definitiv hin und das Ganze sogar ohne Drahtsalat, wenn wir 3 Punkte optimieren. Und diese 3 Punkte wollen wir als erstes optimieren und dann werden wir mit dem Gerät schweißen. In Schritt 1 wollen wir jetzt verschiedene Kleinigkeiten an dem Gerät optimieren. Das heißt, viele Sachen sind optimal dafür, um Stahl zu schweißen, aber um Aluminium zu schweißen, sind die nicht hundertprozentig ideal. Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt. Das ist leider für 1, 2 Kleinigkeiten hier nötig. Ist jetzt kein Eingriff in das Gerät. Wir wollen hier 2, 3 Sachen optimieren. Punkt 1 ist erstmal, dass ich hier vorne, ich habe hier einfach mal ein Aluminiumdraht eingeführt, so ein kleines Reststück, damit man das besser sieht. Das heißt, von wegen, der Aluminiumdraht kommt hier rein, wird hier durch die Drahtvorschubrolle gefördert. Und hier habe ich das erste Problem. Man sieht hier der Abstand, das ist ungefähr 1 Zentimeter und das ist viel zu groß. Das heißt, irgendwo im Schlauchpaket staut sich der Draht. Das kann nur sein, dass man das Schlauchpaket ein bisschen abgeknickt hat. Das kann sein, dass der Draht vorne an der Düse festbrennt. Und was passiert dann? Der ganze Aluminiumdraht wickelt sich hier in der Form auf und das gibt dann wirklich massive Probleme. Man hat hier so einen riesen Drahtknoll, kann das Ganze ausbauen. Sehr ärgerlich. Jetzt gibt es hier verschiedene Ansätze, das heißt, man könnte ein neues Röhrchen sich besorgen, könnte das hier einführen, das länger ist. Man kann das Röhrchen aber auch ein bisschen umgestalten, dann funktioniert das wirklich auch sehr gut, ist aus meiner Sicht die einfachste Lösung. Oder es gibt halt auch Leute, die nutzen diese Teflonseele, führen die Teflonseele hier durch, führen die bis hier vorne ran. Finde ich ein bisschen unpraktisch, weil jedes Mal, wenn man das Schlauchpaket abbaut, muss man dann auch die komplette Teflonseele wieder entfernen. Wir werden diese einfache Möglichkeit hier verwenden. Die ist innerhalb von 2, 3 Minuten umgesetzt. Wir brauchen dafür nur eine kleine Mutter, das ist eine M5er Mutter, reicht vollkommen. Und ich denke mal, das ist so die einfachste Lösung und die werde ich verwenden. Nächste Problem ist, ich habe hier eine Drahtvorschubrolle, die ist wirklich sehr exotisch. Das heißt, die ist nicht handelsüblich. Ich habe die noch nirgendwo gefunden. Die hat 2 Nuten. Eine Nut ist für 0,6 mm Draht und die andere Nut ist für 0,8 bis 1 mm Draht. So müsste das richtig sein. Diese Nut, man sieht das hier auch so, die hat richtig schöne feste Zacken. Damit kann man wunderbar Stahldraht fördern. Aber Aluminiumdraht ist natürlich sehr weich. Und den können wir damit nicht ideal fördern. Da setzt man bei anderen Geräten auf eine sogenannte U-Nut-Rolle. Ich habe hier mal eine hergeholt. Da hat man richtig schöne runde Nuten und damit wird so ein Draht ganz vorsichtig und ganz sanft gefördert. Das hat den Vorteil, dass der Draht halt auch in irgendeiner Form nicht verformt wird, dass der keine Macken kriegt. Und das ist dann halt immer ein Problem. Wenn der Draht Macken hat, wenn der verformt ist, wenn der platt gedrückt ist, wenn der durch den Keil so ein bisschen verformt ist, dann gibt das vorne immer wieder Probleme an der Düse. Ja, die Stromdüse vorne hat dann das Problem, da ist die Bohrung genau auf den Draht angepasst und da passt er dann nicht mehr ideal durch und schon gibt das Probleme beim Aluminiumschweißen. Darum wollen wir gucken, dass wir uns heute diese wunderschöne Drahtvorschubrolle einbauen. Sowas ist ein Ersatzteil, sowas kann man problemlos im Internet kaufen, kostet zwischen 8 und 10 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe und das sind so diese beiden Sachen, die wir optimieren wollen.
Um die Position dieses Röhrchens jetzt zu optimieren, müssen wir diese Kappe abnehmen. Das sind zwei ganz normale Schrauben. Das sind zwei Durchgangsschrauben und die sind auf der Rückseite mit einer Mutter gekontert und die muss ich dann halt hinterher wieder festziehen. Darum muss ich dieses ganze Gehäuse in der Form aufmachen. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Das heißt, wir schrauben das hier in Kurzform ab und dann kommen wir hier an dieses Röhrchen. Jetzt haben wir dieses Röhrchen hier freigelegt. Hier ist so eine ganz kleine Nut, da war eben ein Sprengring drin, den habe ich schon mal rausgemacht. Das heißt, den kann man ganz normal raushebeln mit einem kleinen Schraubendreher. Jetzt kann man hier ein bisschen größeren Schwung dran geben. Ups, hat nicht geklappt. So. Das ist dann das schöne Röhrchen. Wir sehen hier die Nut, damit war das vorne befestigt und wir haben hier vorne eine Nut und da ist auch ein Sprengring. Den Sprengring können wir jetzt auch ganz einfach raushebeln. So, was wollen wir jetzt machen? Eine ganz einfache Sache. Das Röhrchen wird prinzipiell durch den Euro-Zentralanschluss reingeschoben, hat dann hier hinten diesen Sprengring als Anschlag und hat dann hier einen Sprengring. Damit kann das in beide Seiten nicht weg. Ja? Braucht man im Prinzip nicht hier. Den hier vorne kann man sich sparen und dafür können wir das Ganze mit diesem Weg hier optimieren. Ja, ich werde es folgendermaßen machen. Ich nehme den Sprengring raus, schiebe das Röhrchen wieder rein. Hier kommt eine kleine Mutter zwischen das hier, zeige ich gleich mal, wie ich das mache noch natürlich, und dann kommt der Sprengring hier wieder ran. Und damit habe ich das Ganze um den Weg hier optimiert und dadurch ist es viel idealer. Ich werde das dann in Zukunft machen mit einem Schlauchpaket mit einer Teflonseele, dass ich die Teflonseele so ein bisschen rausgucken lasse und die geht dann wirklich vorne im Euro-Zentralanschluss genau bis zu dem Röhrchen. Und so ist dieser ganze Prozess optimiert und so kann da nichts mehr passieren. Jetzt kann ich das Ganze hier vorne einbringen, kann das mit dem Schraubendreher hier ein bisschen reinstochern. So. Und dazwischen kommt hier meine Mutter. Ich kann auch ein kleines Röhrchen nehmen, wenn ich sowas habe. Hätte ich jetzt aber in der Form nicht. Und jetzt kann ich hier das Ganze, man sieht das hier schön, bis hier vorne ranführen. Und jetzt habe ich hier noch den kleinen Platz. Da muss ich jetzt versuchen, diesen kleinen Federring wirklich wieder dran zu fummeln. Das ist die einzigste Herausforderung. Und jetzt ist das Ganze hier optimal. Sieht man schon, ne? So in der Form muss das wirklich sein, dass es genau hier dran kommt. Bei der Drahtvorschubrolle ist jetzt folgendes Problem. Die ist viel breiter als so eine normale Drahtvorschubrolle, aber im Prinzip ist das hier so eine Standard-Drahtvorschubrolle. Die Bohrung und auch der Keil hier für die Nut oder die Nut für den Keil, die ist hier wirklich genau gleich. Das heißt von wegen, ich brauche im Prinzip nur was, damit ich das Ganze hier so ein bisschen adaptieren kann. Dafür habe ich einfach so ein bisschen gesucht, was ich an Unterlegscheiben habe, habe da mehrere gefunden, habe mir hier so eine kleine dünne auch noch aufgearbeitet, das heißt, ich habe die mit dem Stufenbohrer ein ganz bisschen aufgebohrt. Jetzt kann ich das einfach so nehmen, kann das hier positionieren. Wichtig ist, dass dann diese Nut wirklich genau da verläuft, wo auch hinterher der Draht gefördert wird. Der darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Form abgeleitet werden, aber das sollte natürlich klar sein. Jetzt habe ich praktisch ohne Aufwand die Drahtvorschubeinheit optimiert. Das heißt, im Prinzip brauche ich mir nur diese neue Drahtvorschubrolle, die verlinke ich natürlich unten drunter, ganz normal mir anschaffen von wegen und dann kann ich das Ganze optimieren. Das hier benötigt überhaupt nichts. Man sieht, wie perfekt dieses Röhrchen jetzt hier dran sitzt. Ich habe diese U-Nut-Rolle hier, habe das hier mit diesen kleinen Unterlegscheiben. Sowas sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Ein bisschen mit einem Stufenbohrer aufgebohrt und dann ist das hier schon optimiert. Und das sieht auch nicht mal wie hingefuscht aus. Und wenn man sich das Ganze so anguckt hier von wegen, damit bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden und damit kann man wirklich perfekt Aluminium schweißen. Also wenn es nicht klappt, dann liegt es sicherlich nicht an der Drahtvorschubeinheit. Ich habe jetzt extra mein Parkside-Schlauchpaket umgerüstet. Das heißt, ich habe hier eine Teflonseele mit Übergangsstück eingezogen, habe das Ganze hinten so ein bisschen rausstehen lassen. So ist es auch, wenn man so ein extra Schlauchpaket mit verbauter Teflonseele kauft. Und das kann man jetzt perfekt anpassen. Das heißt, wir gehen hier in diesen Euro-Zentralanschluss rein, haben da unten dieses Röhrchen, wo der Draht gefördert wird und wir gehen genau an dieses Röhrchen ran, dass wir wirklich einen minimalen Übergang hier haben und so wird der Draht wirklich von unserer Rolle, wo er hier angetrieben wird, wo er dann vorangeschoben wird, sage ich mal, hier perfekt in dieses Röhrchen übergeführt und dann hier perfekt in die Teflonseele über. Wir haben also keinen großen Übergang mehr, hundertprozentig wird man das sicherlich nie hinkriegen.
Und das hat folgenden Vorteil, das heißt, wenn hier vorne der Draht festbrennt, wenn der irgendwo anders blockiert, der wird sich hier nicht mehr in der Form aufwickeln. Zusätzlich wird der Draht viel schonender gefördert, das heißt, der wird nicht mehr in irgendeiner Form verquetscht, dass es da zu Problemen gibt. Und das sind so kleine Bausteine und die helfen am Ende des Tages, dass man mit so einem Gerät deutlich besser Aluminium schweißen kann. Der zweite Punkt ist natürlich die Einstellung, das heißt, ich kann hier einfach durchwählen, ich habe hier ein extra Aluminiumprogramm. Das Aluminiumprogramm bewirkt, dass der Drahtvorschub für Aluminium optimiert wird. Und das ist wirklich auch alles andere als verkehrt. Das heißt, ich wähle hier Aluminium. Ich hätte hier die Möglichkeit, noch diese synergische Einstellung zu verwenden. Habe ich ausprobiert. In der Form funktioniert das nicht sonderlich gut. Darum verwende ich die nicht. Ich habe mir eigene Parameter erarbeitet, habe da ein bisschen rumexperimentiert, geguckt, was für mich am besten funktioniert mit dem 1 mm Draht. Und dazu habe ich ja auch eine Werkstattkarte, habe ich schon öfters gezeigt in der Form. Das heißt, die verlinke ich hier unter auch natürlich. Und da findet ihr meine Einstellungen zum Aluminiumschweißen. Die kann ich dann hier einstellen. Und das ist es im Prinzip schon von den Einstellungen. Einstellungen sind aber wirklich immer ein ganz wichtiger Part. Einer der absoluten Grundlagen zum Schweißen, jedem Verfahren und so natürlich auch, wenn ich MIG Aluminium schweiße. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt natürlich auch optimieren wollen, ist die Vorbereitung beim Aluminium. Das heißt, beim Aluminium habe ich einen sehr sensiblen Werkstoff und wenn ich den schweißen will, habe ich die verschiedensten Probleme. Das heißt, Punkt 1, Aluminium sollte immer deutlich sauberer sein als andere Werkstoffe. Das heißt, wenn ich Stahl schweiße oder so, im Idealfall ist immer alles sauber und metallisch blank, aber gerade beim MIG-Mag-Schweißen, da wird einiges verziehen beim Schweißen und ich weiß, viele, gerade am Kfz oder auch im Stahlbau, da wird alles einfach zusammengeschweißt und beim Aluminium ist so eine Vorgehensweise natürlich besonders tödlich. Das heißt, Punkt 1, ich sollte Aluminium reinigen. Ich nehme dafür unwahrscheinlich gerne einen Bremsenreiniger, das hat man in der Dose da, damit kann man das Ganze schnell und effektiv reinigen. Punkt 2 ist, ich habe hier eine sogenannte Oxidschicht auf dem Material. Diese Oxidschicht ist eine Reaktion des Werkstoffes mit dem Umgebungssauerstoff. Und diese Oxidschicht hat eine Schmelztemperatur von über 2000 Grad, der Grundwerkstoff an sich eine Schmelztemperatur von 1000 Grad. Da wir in dem Fall hier mit Argon schweißen, haben wir einen sogenannten MIG-Prozess. Der MIG-Prozess findet am Pluspol statt. Dieser Pluspol ist dafür verantwortlich, dass wir die Oxidschicht aufbrechen. Trotzdem können wir dem Werkstoff, dem Schweißprozess dabei helfen. Das heißt, von wegen, wir nehmen eine Edelstahldrahtbürste oder eine Messingdrahtbürste und bürsten unseren Werkstoff vorher schon mal vernünftig sauber, gerade im Bereich der Schweißnaht. Und somit haben wir diese Oxidschicht in dem Moment schon mal entfernt. Die bildet sich aber innerhalb von Millisekunden wieder neu, aber natürlich nicht so stark. Und so können wir dem Prozess dabei helfen, dass es deutlich besser funktioniert und besser schweißt. Das sollte jetzt an Vorbereitung wirklich reichen. Das ist natürlich immer das Problem, dass man das immer nicht ausführen kann. Aber je besser die Vorbereitung ist, das soll das Video auch verdeutlichen, desto besser werden die Ergebnisse am Ende sein. Auch mit so einem einfachen Gerät. So, nächster Punkt ist von wegen, Aluminium leitet sehr gut die Wärme. Das hat zur Folge von wegen, wenn ich jetzt hier einen Punkt mache und schweißen will, dann läuft die Wärme weg. Die wird regelrecht abgeleitet. Daher schaffe ich es nicht, den Werkstoff vernünftig aufzuschmelzen und da vernünftig zu schweißen. Das Ganze liegt dann nur so auf und es spritzt natürlich unwahrscheinlich. Darum ist es bei Aluminium oft nicht verkehrt, Aluminium vor dem Schweißen auf Temperatur zu bringen. Das heißt, so kleinere Bauteile kann man in den Backofen legen, aber es dauert natürlich alles immer relativ lange. Aber wenn man jetzt viele Bauteile hat, die relativ klein sind, ist so Backofen oder so immer wirklich die Top-Lösung, gerade für den Hobbyschweißer. Ansonsten, ich nehme einen ganz normalen Heißluftföhn. Heißluftföhn hat den riesen Vorteil, dass er nicht irgendwas wieder verdreckt, verschmutzt oder so. Das heißt, mit dem Heißluftföhn hier mal schön rübergehen, das Ganze so handwarm machen, dann lässt es sich schon mal wieder deutlich besser schweißen. Bei handwarm reden wir so um die 50 Grad, 50, 60 Grad sagt man, glaube ich, immer noch. Das ist schon mal immer eine Hausnummer. Und wenn ich dann anfange zu schweißen, schaffe ich es viel besser, den Werkstoff zu schweißen. Gleichzeitig, wenn ich schweiße,
mit so einfachen Geräten, da nehme ich immer gerne eine Einstellung höher und schweiße in Impulsen. Das ist dann auch immer noch mal eine Technik, die man da ausführen kann, weil man dann auch mit mehr Energie arbeiten kann. Man merkt aber irgendwann, der Werkstoff schmilzt zu stark auf und dann lässt man wieder kurz los, lässt den Werkstoff wieder kurz abkühlen. Das heißt 1, 2, 3 Sekunden und dann schweißt man wieder den nächsten Impuls. Funktioniert mit diesen einfachen Geräten wirklich oft viel besser, als wenn man einmal komplett durchzieht. Wir haben jetzt hier sicherlich keine High-End-Schweißnaht, aber man muss bedenken, es ist 1 mm Aluminiumblech. Also da muss man auch schon ein bisschen geübt sein, dass man das in der Form mit Wick hinkriegt. Und das kriegt wirklich jeder hin. Das heißt, das Gerät ist optimiert. Wenn man sich das hier so anguckt oder so, es sieht nicht hundertprozentig gut aus, natürlich nicht. Ne? Aber für 1 mm Blech und für ein 199 € Mic-Mac-Schweißgerät von Lidl oder vom Parkside ist das wirklich nicht verkehrt. Was habe ich gemacht? Ich hätte keine Chance, wenn ich das Ganze durchschweiße, also habe ich immer in kleinen Impulsen geschweißt. Und das funktioniert wirklich jetzt nur, wenn ich vorher die Drahtvorschubeinheit dementsprechend optimiert habe. Ich habe sogar gehabt, dass der Draht ein bisschen an der Düse festgebrannt hat. Der hat sich tatsächlich beim nächsten Punkten wieder rausgedrückt, weil er kann in diesem System jetzt nicht mehr weg. Er hat nur die Möglichkeit, die Kraft hier vorne rauszuschieben, hat sich da wieder freigedrückt. Also das ist wirklich ein absoluter Zugewinn, dass man den Drahtvorschub hier so in dieser Form optimiert. Das sind jetzt verschiedene Kehlnähte in 2 mm Materialstärke. Man sieht, das sind immer vernünftige Schweißnähte. Das ist nie so wie eine Wick-Optik natürlich. Ne? Also wenn man das sieht, je nachdem, wie man mit der Leistung spielt, entweder man kommt ein bisschen tiefer ins Material rein oder das Ganze sitzt halt immer so ein bisschen auf. Aber es sind alles vernünftige Nähte. Also ich sage mal, funktionale Nähte sind damit auf jeden Fall möglich. Vorteil ist jetzt wirklich, dass man somit deutlich besser schweißen kann. Ich habe das Ganze hier geschweißt. Ich habe nicht einmal Probleme mit dem Drahtvorschub gehabt. Das läuft wirklich gut und es ist halt sehr, sehr einfach in der Anwendung. Das heißt, das Ganze optimiert. Und beim Aluminiumschweißen, das wollte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, kommt es wirklich immer auf Kleinigkeiten an. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel auch, das hatte ich auch mal in einem Video vorgestellt, der reinigt den Draht, weil der Draht wird bei mir auch nicht jeden Tag benutzt. Der ist dann auch mal leicht eingestaubt. Da ist das auch ein Riesenvorteil, wenn man hier so ein Vlies vorgespannt hat. Kann ich auch noch mal verlinken. Das Video, wenn ich dran denke, könnt ihr auch noch mal angucken. Sowas kann man sich ganz einfach selber basteln. Mit den Einstellungen, wie gesagt, muss man immer so ein bisschen rumprobieren oder gucken, was man da nimmt. Ich habe hier in der Fall immer 18 Volt genommen und zwischen 110, 105, 110 bis 120 Ampere an Leistung. Den Drahtvorschub regelt das Gerät ja selber. Das ist 1 mm damit geschweißt mit so um die 100 Ampere und wie gesagt hier so zwischen 105, 110 Ampere. Eine Seite wird immer geheftet, die andere Seite wird dann geschweißt. Hier habe ich nochmal einen kleinen Punkt draufsetzen müssen, das ist eigentlich schade. Ansonsten war das wirklich mit die schönste Naht. Es ist nie so ein richtig schöner, ruhiger Prozess wie beim Wick-Schweißen, aber es funktioniert. Gerade für alle die zu Hause ein bisschen basteln, da so ein paar Sachen schweißen wollen, das möglichst schnell, möglichst einfach abhandeln wollen, für die ist das wirklich eine Lösung. Riesenvorteil, muss man auch immer ganz klar sagen. Ich verwende hier ALMG 5 Draht. Das wird vielen Leuten nichts sagen, aber es gibt verschiedene Schweißzusätze und da sollte man sich auch nicht veralbern lassen. Es gibt einen ALSI-Draht. ALSI-Draht lässt sich deutlich besser verschweißen, hat aber wirklich keine Festigkeit. Ja, viele Nähte, die ihr dann im Internet seht, die mit solchen Geräten geschweißt werden, die sind mit ALSI geschweißt. Das ist mehr so ein besseres Kleben oder ein Löten oder so, das kann man wirklich nicht mit vernünftigen Schweißen vergleichen. Wenn man die Nähte jetzt hier sieht, von wegen, die könnte ich auch mit dem Hammer rumkloppen oder so, da reißt eher das Aluminium als die Schweißnaht. Also da hat man wirklich eine sehr, sehr gute Festigkeit. Können wir gleich mal einen kleinen Versuch nochmal machen. Kann ich versuchen, mal ein Blech umzuhauen. Genau, das mache ich gleich nochmal. Aber an sich von wegen kann man sich sicher sein. Das ist kein ALSI, es ist wirklich ALMG 5. Eine richtig, richtig gute Verbindung. Das heißt, wenn man das hier so sieht, das ist natürlich dünnes Material, 2-3 Mal hin und her bricht das, aber es ist nicht in der Naht gebrochen, neben der Naht. Und das ist hier schon 4 mm Aluminium und das ist jetzt auch neben der Naht gebrochen. Das habe ich jetzt immer über die Kante, direkt über die Schweißnaht. Man sieht sogar, man hat hier ein Stück gut durchgeschweißt. Hier ist nicht durchgeschweißt, aber hier ist ein Stück sogar durchgeschweißt. Und es ist dann auch neben der Naht gebrochen. Also Festigkeit ist hier wirklich sehr, sehr gut gegeben.
richtig vernünftig Aluminium schweißen mit einem MIG-MAG-Schweißgerät. Dafür braucht man ein Gerät mit Puls. Der Puls bricht dann die Oxidschicht deutlich besser auf. Man bringt die Wärme deutlich fixierter rein oder fokussierter, kann damit deutlich besser Aluminium schweißen. Aber man sieht, hiermit ist auch schon einiges möglich. Für viele reicht das vollkommen aus. Und wie gesagt, das ist halt eine sehr, sehr günstige Sache. Wir haben hier wirklich nur kleine Änderungen vorgenommen und die Kleinigkeiten, die machen wirklich schon einen Unterschied. Keine Probleme mehr mit dem Drahtvorschub. Man kann hier permanent mitarbeiten, kriegt hier halbwegs vernünftige Ergebnisse. Ich will jetzt nicht sagen richtig tolle Ergebnisse, aber man kriegt selbst einen Millimeter hin. Wie gesagt, da immer so ein bisschen pulsiert mit dem Brenner, dass man da immer wieder drauf drückt. Und ansonsten hier ein paar Kehlnähte von wegen alle ohne Probleme ganz einfach geschweißt. Das ist im Prinzip genauso einfach, als wenn man mit einem MIG-MAG-Schweißgerät ganz normal oder mit einem Fülldrahtschweißgerät ganz normal Kehlnähte schweißt. Genauso einfach geht das dann hier mit Aluminium. Und das war ja auch so ein bisschen das Ziel dieses Videos, es ein bisschen besser zu machen. Es ist immer noch kein Profi-Schweißgerät, aber für viele Heimwerker und viele Hobbybastler, Hobbyschweißer reicht das vollkommen aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.